Heute schauen wir uns dieses Must-Have an, ein sogenanntes Bluebuzz-Interface für E39 und E53. Was dieses Teil kann und warum es meines Erachtens sogar die bessere Lösung ist, als ein X-Trons oder Arwin zu verbauen, das erfahrt ihr heute in diesem Video. Zuallererst, was ist denn das hier überhaupt? Das ist ein kleines Kästchen, das anstelle des CD-Wechslers bei euch im Auto verbaut wird. Wie man das Ganze macht, verlinke ich euch mal in der Infobox oben. Da habe ich ja in der Vergangenheit schon mal gezeigt, wie man ganz günstig Bluetooth am E53, E39 und Co. nachrüstet. Das hier ist die bisschen schlauere Variante. Kostenpunkt Stand heute 199 US-Dollar. Das heißt, das Ganze kommt aus USA. Das heißt, ihr müsst es importieren. Kommt hier in einem netten 3D gedruckten Gehäuse. Bei mir jetzt noch Variante 1. Das Gehäuse hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Kompatibel ist die ganze Geschichte für, wie ich schon gesagt habe, E46, E39, E53, E38. Also effektiv alles, was in der damaligen Zeit iBus gehabt hat. Das heißt, es ist relativ egal, ob ihr jetzt zum Beispiel im E46 das CD-Radio drin habt oder ob ihr im E46 das Navigationssystem, das MK4 oder MK3 im Einsatz habt oder halt auch im E39, E38 auch das große Navi oder aber auch das zweiteilige Display. Auch das ist damit möglich, solange es iBus-basierend ist, weil auch das als Grundlage nimmt CD-Wechselsteuerung. Das heißt, dieses nette Gerät hier, das taucht im Auto auf, als wäre es ein CD-Wechsler, bloß mit dem Unterschied, dass dann ein weiteres Menü mehr oder weniger erscheint, anstatt dem CD-Wechsler, nämlich Bluetooth. Als Verbindung dran hier habt ihr jetzt einmal hier Versorgung, dann hier einmal Audiogeschichte und auf dieser Seite hier drüben den ehemaligen Telefonstecker bzw. ein Breakout davon, weil es gab ja in der damaligen Zeit nicht nur das eine Telefon, was ihr im Auto bestellen konntet, sondern da gab es ja die Bluetooth-Variante davon, dann gab es ja diese Festeinbau-Varianten mit dem Motorola-Gerät und so weiter und so fort. Deswegen ein generischer Stecker hier, um auf alle möglichen Telefone adaptieren zu können, je nachdem, was bei euch im Auto verbaut ist. Die Verbinder hier am Bluebuzz, es sind originale Verbinder, das heißt, die, was zum Beispiel einem CD-Wechsler verbaut worden sind, damit natürlich die Stecker alle perfekt einrasten und dass das natürlich auch sauber hält. Dann haben wir hier noch einmal den Stecker für einen DSP, je nachdem, ob ihr einen Analog-DSP habt. Und auf der anderen Seite hier nochmal die Möglichkeit, soweit ich weiß, ein Analogmikrofon anzustecken. Und hier die Status-LEDs und natürlich die USB-Buchse, wenn ihr das Teil natürlich updaten möchtet. Wie ihr das updatet, verlinke ich euch in dieser Infobox hier. Habe ich auch schon ein eigenes Video dazu gemacht. Stand heute, wir sind jetzt im April 2023, ist offiziell released, Version 1.3.0. Und ich habe hier schon den aktuellen Entwicklungsstand mit aufgespielt, was schon wieder ein paar mehr Features an Bord hat. Das Teil hat einige Features, die über das klassische Bluetooth-Interface hinausgehen. Also normalerweise ist es ja so, wie in dem anderen Interface, was ich vorgestellt habe, dass man hier eine Bluetooth-Verbindung zum Handy hat, dann öffnet man die Musik-App seines geringsten Misstrauens und hört halt dann anstatt dem CD-Wechsler das Bluetooth-Interface. Da ist ein bisschen mehr drin, da ist ein Mikrocontroller drin, wo schon ein paar mehr Features animplementiert worden sind, zum Beispiel Tippblinken. Also das klassische, er tippt den Blinker bloß an und dann blinkt das Auto noch dreimal hinterher. Praktisch, wenn ihr auf der Autobahn seid, Spurwechsel, super Feature. Dann weitere Komfort-Features, Zusperren nach Anfahren. Wer sich ein bisschen mit dem Codieren schon beschäftigt hat, der weiß ja, okay, man kann es codieren am Grundmodul, dass man ab meinetwegen 16 km/h sperre die Kiste zu. Was damals leider nie bedacht worden ist, dass das Ding ja auch mal wieder irgendwann aufsperren möchte, und das Problem löst das Bluebuzz-Interface, weil das nämlich die Kiste dann auch wieder aufsperrt. Dann simuliert das Bluebuzz das komplette Bordtelefon. Normalerweise ist ja das Bordtelefon in der Mittelkonsole verbaut oder halt über Bluetooth, wenn es schon 2003 oder 2004 war das dann schon, wo die ersten ULF dahergekommen sind. Also die universale Lade-Freisprech-Elektronik, glaube ich, hieß das. Das simuliert das Bluebuzz einmal komplett alles. Das heißt, es ist eine komplette Integration für euer aktuelles Smartphone, wie es damals integriert worden wäre, inklusive der schönen LEDs am Bordmonitor und natürlich auch der kompletten Freisprechfunktionalität. Das heißt, es wird das originale Mikrofon hergenommen. Wenn ihr damals schon Freisprecheinrichtungen im Auto gehabt habt, dann habt ihr oben am Schiebedachschalter sauber das Mikrofon drin. Und das nimmt auch das Bluebuzz wieder her, um damit natürlich perfektes Audio für euren Gesprächspartner bereitzustellen.
Dann integriert das Bluebass komplett euren DSP. Das heißt, wenn ihr jetzt eine höherwertige Ausstattung habt, sprich das große Soundsystem mit digitalen Soundprozessor, dann unterstützt das Bluebass das auch. Und zwar einmal den analogen und den digitalen. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und natürlich, Audioqualität ist natürlich noch auf einem ganz anderen Level, weil hier ein hochwertiger Audiochip verbaut worden ist, um natürlich auch die bestmögliche Musikwiedergabe zu ermöglichen. Und auch noch ein ganz wichtiges Feature, das Bluebass ist Open Source entwickelt. Das hat den Charme, dass der komplette Source Code zur Verfügung steht, also bis zur Hardware runter, das heißt das komplette Hardware-Layer etc. pp. Das ist alles öffentlich, das kann man sich anschauen und könnte theoretisch auch erweitern. Gerade an der Software-Seite wird es interessant, wenn man zum Beispiel eigene Features realisieren möchte. Ich habe sowas schon in der Vergangenheit gemacht. Ich habe hier eine Gasanlage drin und eine Zusatzwasserpumpe, die original schon an Bord ist. Und um die Gasanlage früher nutzen zu können, schmeiße ich zum Beispiel die Zusatzwasserpumpe schon eher an, bevor es das Klimabedienteil machen würde. Solche Spielereien kann man natürlich nur machen, wenn der Source Code offen liegt und man das selber einfach kompilieren kann und uploaden kann. Klappt wunderbar, habe ich selber schon gemacht, kann ich also nur empfehlen, wer da mitentwickeln möchte. Gut, genug dem Vorgeplänkel. Wir bauen die Kiste jetzt mal ein, das zeige ich euch mal schnell und dann würde ich sagen, gehen wir am Bordmonitor mal durch, welche Menüs hier alle angeboten sind. Im Fall vom X5 jetzt, vom E53, ist es relativ easy. Da ist hier eine Klappe drin. Seht schon, der CD-Wechsler fehlt bei mir. Wie gesagt, im anderen Video habe ich ja schon mal beschrieben, wie man das andere Bluetooth-Interface reinbaut. Schauen wir uns den ganzen Verhau hier mal an. Mit dabei hier ist der Stecker, der beim CD-Wechsler dran war, für Audio. Das Schöne ist, das Ganze ist verpulssicher. Probieren wir es mal. Das heißt, ihr könnt da gar nichts falsch machen. Dann hier einmal der Stecker für die Versorgung. War auch am CD-Wechsel dran. Jetzt habt ihr schon gesehen, der GPS-Rechner ist aufgewacht. Und dann hier noch einmal die Verbindung für euer ehemaliges Telefon. Das ist ein bisschen tricky, weil BMW so um die Jahrtausendwende rum sehr viele Telefone im Angebot hatte, die verschiedene Interfaces gehabt haben. Der Zentralstecker ist auch nicht gleich. Vielleicht mache ich da mal ein Video. Das ist ja der Grund, warum das bei hier so gebastelt aussieht, weil ich das Bluebass Gebrauch gekauft hatte und da nicht der passende Adapterstecker dabei war. Aber ich habe es ja vorher schon erwähnt, das hier ist hier alles Open Source. Das heißt, ich habe einfach die Pin-Belegung nachschauen können, habe das nachbauen können, fertig. Und dann kann man das Bluebass theoretisch hier seitlich an die originalen Aufnahmepunkte hinschrauben. Ich habe es bei mir jetzt mit dem Kabelbinder normalerweise gesichert hier drin, weil ich das hin und wieder mal rausbaue, aber in Zukunft werde ich da ein USB-Kabel anstecken, das empfehle ich euch übrigens auch, das rausliegen lassen und dann könnt ihr zum Beispiel Software-Updates einspielen. Ja, Deckel drauf und dann sind wir es eigentlich schon. Dann schauen wir uns mal vorne am Bordmonitor an, was das jetzt alles kann. Gehen wir mal in Radiomodus. Da seht ihr das ganz normale Menü. Jetzt sind wir hier natürlich noch im Radio. Und mit ganz normalem Mode wechselt man dann hier auf Bluetooth. Das heißt, hier oben steht Bluetooth, da steht das aktuell verbundene Telefon, in dem Fall mein iPhone 13. Und hier unten schon die ersten Informationen von der Kühlertemperatur und der Außentemperatur. Wenn man jetzt hier die Musik-App seines geringsten Misstrauens aufmacht, dann wird hier automatisch angezeigt, nämlich der Titel, der Interpret und das Album. Die Information seht ihr immer. Und hier rechts oben, ob abgespielt wird oder nicht. Mit dieser Doppeltaste hier, die eigentlich für die Kassette ist zum Hin- und Herschalten, könnt ihr starten oder pausieren. Das ist das Bluebass Übersichtsmenü und mit einem Klick hier rechts kommt man in das Hauptmenü vom Bluebass. Ihr seht schon, das Ganze hier ist lokalisiert, also sprich Sprache ist Deutsch. Ihr könnt aber auch natürlich andere Sprachen einstellen. Im Übersichtsmenü waren wir gerade, das könnt ihr ganz einfach bedienen, wie ihr es so vom MK4 gewohnt seid. Dann gucken wir mal in das Einstellungen-Menü, was wir jetzt hier alles machen können. Als allererstes natürlich die Info, was wir hier für Firmware fährt. Bei mir 1.3.2, aktuell released ist 1.3.0 und natürlich die Seriennummer des Gerätes. Ich habe noch einen Bluebass der Generation 1, also einer von den ersten. Genau, diese Info ist immer ganz wichtig, wenn ihr irgendwie Probleme habt etc. pp. Und Ticket dementsprechend aufmacht, dann wäre natürlich immer wichtig zu wissen, welche Firmware-Version ihr habt. Und dann könnt ihr da ganz normal blättern, in dem Fall jetzt wieder zurück und wir schauen uns mal das Audio-Menü an. Da kann man jetzt einstellen, dass wenn sich das
Bluebuds verbindet mit dem Handy, dass automatisch das Abspielen anfängt. Das heißt, dass einmal versucht wird, Play auszulösen am Handy. Wenn jetzt dementsprechend die App noch offen ist, dann fängt es automatisch zum Spielen an. Hier kann man die Vorverstärkerlautstärke einstellen. Das heißt, wenn ihr merkt, dass es zum Beispiel das Übersteuern anfängt, dann könnt ihr hier ein bisschen runterregeln. Einfach draufklicken und dann könnt ihr ausreichend weit durch das Menü durchklicken, um wieder irgendwann bei minus 8 dB anzukommen. Genau. Im nächsten Menü, das ist das DSP-Menü, da kann man wählen, ob ihr einen digitalen DSP habt oder den analog. Dann hätten wir hier noch Volume Management, das weiß ich jetzt gerade aus dem Stegreif nicht. Und hier ein Feature, wenn ihr rückwärts fahrt, dass er automatisch die Musik leiser macht. Wird dadurch gemacht, dass am Endgerät die Musiklautstärke einfach runtergeregelt wird. Und wenn ihr dann wieder vorwärts fahrt oder also quasi aus dem Rückwärtsgang rauskommt, wieder auf normale Lautstärke zurückwechselt. Dann haben wir hier das Anrufmenü. Hier kann man aktivieren, ob man überhaupt Bluetooth-Freisprechen nutzen möchte. In meinem Fall natürlich, klar, weil ich habe ja das große Telefon damals verbaut gehabt. Dann hier wieder Vorverstärkergeschichte, also für wenn ihr irgendwelche Audioprobleme habt. Und mehr gibt es fürs Anrufmenü eigentlich Stand jetzt nicht einzustellen. Jetzt kommen wir zum interessanten Menü, nämlich zum Komfortmenü. Und da könnt ihr alles Mögliche einstellen, zum Beispiel verriegeln nach 10, 20 km/h und natürlich, wann es wieder entriegeln soll. Ich habe es ja vorher kurz erzählt, dieses Feature hier oben, diese automatische Verriegelung, die gibt es ja schon länger oder beziehungsweise mit Bordmitteln ist das möglich und es sperrt halt wie gesagt nicht mehr auf. Und deswegen hier die Entriegelung und da kann man jetzt wählen, fangen wir mal beim Aus an. Position 1, das heißt, wenn ihr jetzt mit dem Zündschlüssel in Zündung seid, Motor läuft und ihr geht zurück auf Radiomodus, das ist Position 1, dann sperrt er schon auf. Oder aber ihr könnt auch sagen Position 0, das heißt, wenn ihr dann komplett den Zündschlüssel auf 0, also aus, dreht, dass er dann wieder aufsperrt. Dann Blinker, das ist der Komfortblinker. Da könnt ihr wählen, wie oft er blinken soll. Genau, 1 heißt einfach, die Funktion ist deaktiviert. Ich habe sie auf 4 stehen, weil BMW ja relativ schnell blinkt und man dann meistens mit dem Spurwechsel, wenn man nicht gerade radiomäßig rüberzieht, noch nicht fertig ist. Dann hier Parklights, da fehlt noch die Übersetzung. Das ist dafür da, um hier automatisch vorne ein Standlicht anzuwerfen, ähnlich einem Tagfahrlicht. Wenn jetzt ihr zum Beispiel ein E39 habt mit die Angel Eyes drin oder ein E53 Facelift, dann könnt ihr die hier automatisch mit anwerfen lassen, dann habt ihr sowas wie ein Tagfahrlicht. Dann hier oben das Auto-Zoom-Feature. Das ist jetzt was, das ist noch relativ neu. Das ist jetzt noch aktuell gerade in Entwicklung. Ich habe wie gesagt die aktuelle Debug-Firmware oder Entwicklungsstand-Firmware drauf. Damit zoomt eure Navikarte automatisch. Das heißt, ihr fahrt und wenn ihr schneller werdet, dann möchtet ihr meistens ja mehr von der Karte sehen. Nicht bloß die Nahansicht und dann zoomt es automatisch raus. Das ist was, das hat BMW damals mit dem MK4 Navi noch nicht beherrscht. Damit geht das. Dann die PDC-Funktion, auch ganz neu, bin ich gerade am Austesten. Dann wird, sobald das PDC aktiviert wird, bei euch im Tacho dargestellt, wie jetzt wirklich die reale Entfernung zur Wand zum Beispiel ist. Ich finde es ja immer relativ unübersichtlich bei BMW, ist ja nicht wie bei Daimler, wo du dann eine schöne Anzeige hast und sagst, okay, so weit bist du noch weg. Deswegen wird es dann jetzt im Kombi-Instrument dargestellt, wie weit ihr wirklich noch weg seid. Dann Autotime-Feature, das ist nochmal ein Untermenü. Hier kann man automatisch die Uhrzeit vom Auto stellen lassen. In meinem Fall ist es jetzt halt übers iPhone geregelt. Das heißt, jetzt mal, wenn sich das iPhone verbindet, wird automatisch die Uhrzeit hier gestellt und natürlich auch passenderweise das Datum. Auch ein neues Feature. Man kann es aber auch, wenn man jetzt kein iPhone hat, über GPS holen lassen. Da wird er dann einmal in einer Minute die Uhrzeit aktualisieren und hier einmal Daylight Saving Time, sprich Sommerzeit. Und hier die Zeitzone, wo ihr gerade seid. Ich lasse das jetzt wieder hier auf iPhone stehen.
Genau, und das war es soweit im Komfortmenü. Dann schauen wir noch ins Anzeigemenü rein, was wir hier noch alles einstellen können. So, man kann jetzt wählen, welches Menü man typischerweise sieht, wenn man in diesen Bluetooth-Tab wechselt. Entweder dieses Hauptmenü, wo man jetzt am Anfang bei der Konfigurierung unterwegs war. Ich bin aber Fan von dieser Übersichtsgeschichte, wo natürlich euer aktueller Titel, Interpret etc. angezeigt wird. Dann kann man hier einstellen, welche Metadaten hier oben angezeigt werden sollten, ob hier Bluetooth stehen sollte, wie jetzt zum Beispiel, oder ob das durchwechseln soll. Geht natürlich auch nur, wenn irgendwas abgespielt wird. Dann kann man das entweder abschnittsweise durchwechseln lassen, so wie jetzt. Oder Stück für Stück. Gut, wer es will, für mich ist das nichts. Deswegen lasse ich das aus. Dann kann man hier auswählen, welche Temperatur man hier oben angezeigt haben möchte. Hier Kühlwassertemperatur, in dem Fall bei mir 19 Grad. Außentemperatur, 11 Grad Außentemperatur haben wir aktuell gerade. Oder Öltemperatur, sind jetzt aktuell bei mir 9 Grad. Kiste ist kalt. Genau, ich zeige hier typischerweise Wassertemperatur an, weil die Anzeige im Tacho natürlich auch absolut für nichts gut ist. Die Öltemperatur stimmt einigermaßen, ist auch ein bisschen geglättet, aber die kommt ungefähr hin. Und Außentemperatur sehe ich bei mir ja eh im Tacho. Dann hier einmal Haupt-OBC. Haupt-OBC, das ist nichts anderes als, ich schaue es mir schnell aus. Wenn wir mal schnell ins Hauptmenü zurück. Dann fehlt hier unten die Leiste, wo euch die Temperaturen angezeigt werden. Diese Übersicht hier, Öltemperatur, Kühlertemperatur, Außentemperatur. Deswegen lasse ich das typischerweise auch immer eingeschalten. Das hier ist der BMBT, steht für Bordmonitor. Ob der automatisch ausgehen sollte, wenn man losfährt, kann man einschalten. Viele Leute sind ja davon immer geblendet in der Nacht. Das wäre das Feature da dafür. Und zu guter Letzt natürlich noch die Sprache, was man einstellen kann. Also ich habe sie jetzt auf Deutsch stehen, aber es geht theoretisch auch Russisch, wenn man hier eine russische Firmware drauf hätte, die den Zeichensatz unterstützt. Also Firmware auf Navi-Rechner und Bordmonitor. Dann Spanisch haben wir an Bord, Niederländisch, Englisch natürlich, klar. Ich meine, das wäre Estländisch und natürlich Deutsch. Genau, mehr gibt es eigentlich Stand jetzt nicht zum Sagen fürs Anzeigemenü. Kann man hier wieder zurückwechseln, kann hier noch in die Geräteübersicht gehen. Hier sind alle Geräte, die aktuell mit dem Bluebuzz gekoppelt sind. Stand jetzt, soweit ich es weiß, kann man 2 Bluetooth-Verbindungen aufbauen. Das heißt, man könnte noch das zweite Handy hier verbinden, falls mit dem Auto mit mehreren Personen gefahren wird, und kann hier dann ersetzen, welches aktuell gerade verbunden sein sollte. Die Kopplung funktioniert relativ einfach. Ich glaube, das brauche ich euch nicht zeigen. Wo wir hier einfach einmal auf eingehen, dann dementsprechend das Bluebuzz koppeln. That's it. Gut, und dann sind wir eigentlich auch schon wieder zurück im Übersichtenmenü. Was auch noch ein relativ cooles Feature ist, man hat hier die Integration vom Sprachassistenten. In meinem Fall, ich verwende hier ein iPhone von Siri. Und in dem Fall kann man durch einen langen Druck auf diese Taste hier Siri aktivieren. Dann steht hier Voice Assistant. Siri, erzähle einen Witz. Das übersteigt möglicherweise meine Fähigkeiten. Und dank dieser ganzen Integration sieht man auch hier oben, was ihr im Video jetzt sieht, die 3 Status-LEDs, die sind jetzt in dem Fall grün. Das heißt, das Telefon ist verbunden und die Telefonemulation funktioniert. Mit dieser Taste hier kann man dann vor- und zurück wechseln, nämlich einmal zurück zum Hauptmenü und wieder zurück ins Bluebuzz-Menü. Und was in zukünftigen Firmwares noch daherkommen wird, ist, dass dieses Telefonmenü hier sauber funktionieren wird. Das heißt, dass man auch hier die letzten Nummern alle anzeigen lassen könnte, etc. pp. Ihr seht schon, das ist, wie gesagt, noch in Entwicklung, aber die Integration ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Normalerweise, wenn ihr hier ein Bluetooth-Interface hinten ranknallt, dann gibt es dieses Menü halt gar nicht.
Kommen wir mal zu einem kurzen Fazit zu dem Bluebus Interface. Das erste, was mir da richtig gut gefällt im Vergleich zu der Installation von einem Android-basierten Autonavi, sprich X-Trons, Arwin und wie sie alle heißen, ist die Tatsache, dass man hier den Installationsaufwand deutlich geringer hat. Die CD-Wechselkabel liegen in 90% der Fälle, einfach anstecken, Freude, fertig. Muss man hier kein komplettes Kabel durchs Auto legen, im Falle von, wenn man schon eine Navigation hatte, um hier das Doppel-DIN, Bordmonitor, Android-Radio zu verbauen. Das empfiehlt alles. Das zweite, was mir sehr gut gefällt, ist diese OEM-Plus-Geschichte. Ich bin ja immer so ein bisschen der Fan davon, dass man Sachen, die der Hersteller schon gemacht hat, noch weiter verfeinert. Das ist natürlich jetzt genau der Fall. Man installiert ein Zusatzmodul, baut bloß den CD-Wechsler raus, den man eigentlich eh nicht mehr braucht, und kann dann diesen Bordmonitor nutzen, wenn er nicht gerade Pixelfehler hat, um hier alles einzustellen, ohne weitere Basteleien etc. pp. Oder irgendwelche anderen Features, die man möglicherweise verlieren könnte. Das dritte, was mir gefällt, ist, dass das alles hier Open Source ist. Das heißt, ihr habt komplett Zugriff auf den kompletten Quellcode und ihr könnt da auch selber miteinander basteln. Ihr erfordert natürlich Programmierkenntnisse, klar, aber das ist ja das, was man in der heutigen Zeit immer mehr findet, dass Leute programmieren können. Dann könnt ihr hier natürlich eigene Features einimplementieren, wie zum Beispiel bei mir das mit der Gasanlage. Das vierte, was mir ganz gut gefällt, ist die Tatsache, dass das Bluebus Interface nur $199 kostet. $199 klingt jetzt natürlich erst einmal viel, aber wenn man es jetzt mal so vergleicht, zum Beispiel ein E-Lite Ultimate, glaube ich, kostet 150 €. Der X-Trons Umbau, ich glaube in Vollausstattung mit allem drum und dran, ist man auch, glaube ich, locker 400-500 € los. Also mit Zusatzstick, Deep OBD und wie es alles heißt und dem Adapterkabel, falls man es braucht. Das Standard-Bluetooth-Interface kostet jetzt mittlerweile, glaube ich, 40 €. Da sind 200 € schon fair, wenn nicht sogar meines Erachtens ziemlich günstig. Was mir auch ganz gut gefällt, ist der Support bei der ganzen Geschichte. Ich habe hier selber so ein bisschen rumgebastelt und Thema Adapterkabel bauen fürs Telefon. Da wurde mir auch gleich geholfen. Ted, nochmal danke dafür. Da wird man einfach geholfen. Das heißt, man wird da nicht im Regen stehen gelassen, wenn man jetzt mal ein bisschen was abseits von der breiten Masse macht. Und die Entwickler-Community arbeitet jetzt aktuell wieder an neuen Features. Zum Beispiel das, was ich mit dem PDC angesprochen habe. Oder aber auch das klassische Coming Home, Leaving Home. Das ist ja das Feature, was eigentlich die meisten sich dann wünschen, wenn man das Auto aufsperrt, dass es Licht angeht. Das ist aktuell gerade in Entwicklung und man bekommt halt dauerhaft immer wieder Updates. Ja, negative Aspekte kann ich eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, nicht nennen. Das Bluebus Interface ist recht robust, wenn man mit Eigenbaustecker miteinander pfuscht. Da ist mal ein IC abgeraucht, habe das eine sauber, habe das IC ersetzt, Bluebus lief wieder. Also kann da an dieser Stelle auch nichts sagen. Das einzige Negative, was man vielleicht sagen kann in Deutschland, ist die Verfügbarkeit. Wir haben eins ja Gebrauch gekauft. Ist nicht so einfach, an eins ranzukommen, weil es halt nicht typischerweise bei den großen Versandhändlern du das einkaufst und dann ist es übermorgen da. Ist halt trotzdem noch ein relativ kleines Projekt. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt ein bisschen geholfen, ob das Bluebus Interface was für euch ist oder halt eher nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem von den nächsten Videos wieder, wenn es zum Beispiel darum geht, wenn neue Features wieder dazugekommen sind.